Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Folge von The Butterfly Sign. Wir sind jetzt hinter der ersten Wand, die uns gehindert hatte, voranzukommen. Sind wir jetzt so vorbei? Okay, das ist nichts weiter. Ist hier noch irgendwas? Nein. Das haben wir alles. Und können jetzt endlich hier weiter voranschreiten. Und weiter voran heißt erster Stock. Warum ist das hier so enge? Okay. Da ist die nächste Barriere. Er speichert gerade. Für alle Memorial-Mitarbeiter. Aufgrund erhöhter Sicherheitsmaßnahmen haben wir die Bewegung für das Krankenhauspersonal zu beschränken. Spezielle digitale Sicherheitssysteme werden in der nächsten Woche gebracht. In der Zwischenzeit werden wir die Lockschlösser mit einem 4-stelligen Code verwenden. Sie werden am Eingang des Forschungszentrums des 2. Blocks vom Krankenhaus und am Raum für den Arztpraxis von Romanow installiert. Wenden Sie sich an das höhere Management, um Code zu erhalten. Wir haben schon Code. Ich hoffe mal, das werden wir auch finden. Ah, okay. Die Arzneimittel. Die Arzneimittel wurden speziell zerstreut. Die Arzneimittel fielen aus dem Schrank, als jemand ihm in der Hast zu nahe getreten ist. Ja. This medicine scattered after falling from the nearby cabinet. Apparently someone bumped into the cabinet in a hurry. Okay. Ah. Da ist auch wieder was. Das Blut auf dem Boden. Das Opfer wurde hier getötet. Danach wurde es an anderer Stelle gebracht. Das Opfer wurde an anderer Stelle verwundet und des Koch selbst heran. Nee, das wurde weggebracht. Blood on the floor. No traces of anyone being dragged. The victim was killed right here. It was someone among the first two who saw the attackers. Wer ist das da? Hallo? Das ist eine tote Leiche. Record 3. 24 hours after the injection, patient 046 was observed to recover about 13% of brain tissue. The patient started to gradually remember the events of 2 years ago. However, this process has a very strong side effect. The recovery rate is too high for the human body to handle. His brain is literally getting boiled from the inside, and the endocrine system is exhausted. Further treatment may be dangerous, yet, God, it's still amazing. Ja, okay. Romanow? Gibt es eine Kirche neben Minority? Zahnschlösser, wofür denn solche Sorgen? Wer ist der Urschöpfer von Rammex? Who created Rammex? Little is known about him. He was one of the professors from the National University. They say he even used to work at a military hospital. He created RX-44. Based on it, me and my colleagues have created Rammex the way it is today. Okay. Nochmal, Roma? Any security cameras here? No, there are none. They are installed further in the second section. It is much more modern and has a lot of high-tech equipment. Okay. Nochmal, Roma? These rooms look somewhat eerie. What were they intended for? They had no clear purpose. Sometimes local security slept there, but most of the time they remained empty. Zu? Huch. Okay. Passiert hier irgendwas, oder? Manchmal ploppt die Aktionshand dort auf, wo keine Dinge sind, oder? Nee. Okay. Ah. Vor allem ist es so duster, stellenweise. Und an anderen Stellen wird man dann geblendet wieder. So. Nochmal Romanow? Ach so. A church? Is there a church near Memorial?
Yes. Not far away if you go down using the cableway. It is quite small and members of our staff rarely visit it. Ach, die ist okay. Nochmal. Hatten wir schon. Okay. Oh, die Musik. Wobei natürlich ohne die Musik in der Form wäre es auch ganz... Achso, das unten, das ist das Bad. Okay, wir sehen das natürlich durchs Bad hindurch hier. Ist nichts weiter. Okay. War es nicht? Es werden also Dinge getriggert. Nochmal, Romanov? Ach so. Combination locks? Why such concern? It was a direct order from the chief of security. He said something terrible was going to happen. He even hired a security firm to protect Memority. It is in the middle of nowhere, you know. Well, they never make it here on time. Ja, woher wusste der Sicherheitschef das? Ja, das hatten wir schon. Okay. Da haben wir eine Leiche. Da hinten ist das Symbol. Seht ihr das? Ich gehe erstmal hier zur Seite. Da. Hier ist gar nichts. Da oben ist irgendwie was kaputt. Guckt mal. Fiel mir gerade auf. Da ist irgendwie... Und blendet das so. Wer ist bei Sausage? Easy D. Das Passwort haben wir noch nicht, ne? Was war das? 3884, glaube ich nicht, ne? Ich glaube, das war eher, nee, hatten wir schon, okay. Oder kriegen wir erst die Sachen gespeichert, wenn wir... die einzelnen Sachen kenntnismäßig triggern? What? Okay, das sind die gleichen Fragen noch. Oha. 0 von 4. Noch eine Leiche. Noch ein Computer. Romanov, das ist unser Doktor. Michail Romanov. Baujahr 76. Mariupol, Ukraine. Ist der Place of Birth. Mari. Das ist ein I, ein U, ein P und ein O und ein L und ein Weichheitszeichen. Mariupol. Mariupol. Ukraine. Rossijskaya Federatia. Russische Föderation. Okay. Ach so, jetzt hat er uns automatisch angemeldet, weil wir das Kennwort hatten, ne? Von Romanov. Irgendwas gelöscht? Nein. Webbrowser? Nein. Keine E-Mails. Keine Dateien. Warum haben wir dann seinen Rechner? So, dann gucken wir uns mal an. Unterlagen liegen hier oben. Das sind wichtige Unterlagen. Das Opfer starb beim Versuch, sie zu lesen. Die Unterlagen sind von keiner Bedeutung. Das Blut geriet daran zufällig. Nein, das sind wichtige. Das ist immer wichtig. So, haben wir jetzt schon einen? Okay, 1 von 4. Die Kleidung. Das sieht mir eher nach jemand, der hier drin ist. Das Opfer wurde ganz hier getötet.
Das Opfer wurde nicht hier getötet, der Leib wurde hierher nach der Ermordung gebracht. Nee, das wurde hier getötet. Hier ist das Blut. Der Leib. Das Opfer wurde durch den Kopfschlag mit dem schweren Gegenstand getötet. Wahrscheinlich das hier oder das. Das Opfer wurde mit der Feuerwaffe getötet. Wobei hier ein Dings ist, ne? Mit irgendwelchen, mit einem schweren Gegenstand. Wegen dem Blut. Ach, da oben ist ja auch noch was. Darf ich mal vorbei? Ne, da muss ich hier wohl vorbei. Schmetterlingszeichen. Das ist ein Schmetterling? Memory doses exceeded. Was? The victim was killed by a blow to the head with a heavy object. The attacker approached from behind. There's a code lock on the door. Most likely it was someone from the asylum staff. Jetzt ist der Bereich frei. Dictaphone? Das heißt, das haben wir alles nachträglich gesehen. Also wir sind, wir können es gar nicht gewesen sein. Zumindest ist es nicht die Person, die den Überfall gemacht hat, ne? Oder die Personen. Record 4. 2 days later, after a Rammex injection, the patient was observed having severe hallucinations. The activity mostly falls to the frontal part of the brain. The patient sees everything as in a dream. We can't say for sure whether these events are real or his mere imagination, but we need to dig deeper into his biography. Just look at this. Nerve cells recover and regenerate incredibly fast. God, it's unbelievable. I've never seen anything like that before. I cannot yet say how strong the connections created between the neurons are. Need more research, need much more time for testing, but in any case, the result is better than in the second experiment. Okay. The Rammex dose was increased by, well, I forgot. I just need to take a look at the report on the second experiment. It was on our main server. Wait a sec. Edited. Rammex completely destroyed the subject's nerve cells, which led to unavoidable death. Was? The subject was able to reconstruct the events of 2 years ago, and Rammex did not destroy his nerve cells. I conducted that experiment personally. Wait, I need to check who edited the report. Dr. Romanov? Okay. What's going on? Okay, also unser Doktor hat Berichte verfälscht. Ja, ihr könnt das Licht wieder ausmachen. It's some kind of déjà vu. Was? It seems I've been here before. Was? Lebensleistung ist kritisch. Der abgesicherte Modus wurde aktiviert. Visualisierung der Erinnerung kann der Erforderlichkeit nicht entsprechen. Trennen Sie sofort das Objekt vom Gerät ab oder senken Sie die Dosis von Rammex erheblich. Hä? Weil was sehen wir da im Hintergrund? Worum geht's hier? Ich kann hier gar nichts auswählen. Bleib erstmal unten. Ach, du Radio bist es. Da ist... Was? Hä? Wieso geht hier alleine das Licht an? Okay, Testbild können wir nicht abschalten. Worum geht's hier? 27.02.2007. Kritiker und Wissenschaftler rissen die Idee von Professor Johnson in Stücke, ein Medikament zu entwickeln, das Erinnerungssektionen wiederherstellt, indem es neuronale Verbindungen umstrukturiert. Wissenschaftler sind der Meinung, dass kein Gehirn diesen Stress in seinem neuronalen Netzwerk aushalten wird.
Bestenfalls würde der Mensch verrückt. Im schlimmsten Fall wäre der Tod die Folge. Trotz der Behauptung von Professor Johnson, dass das Medikament bereits fertiggestellt wurde und er nur noch die Finanzierung sicherstellen muss, um es zu verbessern und die Massenproduktion zu starten, glaubte niemand an den Erfolg des Medikaments. Uiuiui. Direktes Zitat von Professor Johnson. Ich weiß, dass nur wenige an die erfolgreichen Tests von RX-44 glauben, aber denken Sie daran, in weniger als einem Jahr könnte es dazu verwendet werden, besonders schwere Fälle zu behandeln. Wir benötigen nur eine solide Finanzierung. Ohne Geld wird es nicht lange dauern, bis wir die Arbeit einstellen müssen. Der Arbeitstitel des Medikaments ist RX-44. Es wird natürlich einen anderen Namen bekommen, wenn wir es schaffen, es im Weltmarkt einzuführen und seine Effektivität bewiesen ist. Es soll darauf hingewiesen sein, dass Professor Johnson der Leiter der neurologischen Abteilung des Zentralkrankenhauses ist. Vor 3 Wochen begann er Vorlesungen über Neurologie an der National Universität zu halten. Einige Quellen behaupten, dass Johnson auf diese Weise versucht, ein Team junger Studenten zu sammeln, das ihm bei der Verbesserung seiner Entdeckung helfen soll. Okay. Boah. Dadaismusbücher. Boah. Kann es sein, dass es immer schlimmer wird? Die Geräusche. Too close to the sun, main competition bankrupt. Ich glaube, wir sind gleich gaga. Oh, diese Geräusche. Kinderzimmer auch noch. Oh, ist das süß. Ein Baby. Bei sowas wäre ich immer ein bisschen schwach, sentimental. Wenn man selbst Vater ist, da hat man schon einiges durchgemacht. Hör ich da Flammen? Brennt da was? Hört ihr das auch? Sind doch Flammen, oder? Voll interessante Formeln. I kleiner 3,5. Jack Henderson. Das sind wir. Auch London, Great Britain. Surname Other. Wir wissen wahrscheinlich nicht, wie unser Nachname ist. Cool, die Bücher. Haben sich die Leute mal Mühe gegeben, ja? Das ist nicht so Retorte, das ist wirklich alles unterschiedlich. Cool. Ernest Hemingway. Das ist schön. Also sowas, so eine Details mag ich ja. Wenn man sich dann wirklich Zeit nimmt, solche Sachen zu modellieren. Ja, ich gehe ja schon an den Rechner. So. Gelöschte Dateien ist immer gut. Da ist nix. Im Browser ist nix. Cool. Also Google kann mir auch nicht helfen. Oh, das geht sogar. Ja. Okay. Hilft uns nicht viel. E-Mails. Oh. Brief von Andrew T., Osteuropäische Expressbank. Hallo Herr Henderson, die Zahlungen für Ihren Kredit sind schon seit 6 Monaten überfällig. Falls Sie nicht binnen 3 Wochen die Schulden begleichen, wird unsere Bank gezwungen sein, einen Antrag bei Gericht zu stellen, um Ihr Vermögen zu pfänden. Mit freundlichen Grüßen Andrew T., Osteuropäische Expressbank, Elizabeth Boulevard 194, Bukarest, Rumänien. Okay. Hier ist noch mal was. Ula. Hier ist auch noch was. Luxuria. Hey Jack, it's Kira, your course mate. Ja. I hope you still remember me. You've been absent from lectures for 2 months already. Ah. I know that family life changes people, but we worry about you. Look, I know that you have money problems, and I'm sorry to ask you for such a thing. Do you remember Professor Johnson's experiment? with nerve cells? Nein.
I don't know how to put it, but the results are much better than we expected. We could get a grant from the university and complete the project, but we don't even have enough money to create a prototype of the active ingredient. So to get money, we need money. A vicious cycle. Please call me when you get this message. Nein. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir sind ein Versuchsobjekt, ein Versuchsopfer. Wir sind ein Versuchsopfer. Wo sind wir jetzt? What was that? I'm sorry, Jack. I accidentally gave you a way too big dose. Apparently you had drifted into memories long before the I events found of myself the at the asylum. very beginning. The beginning of everything. I saw... It hurts! Jack, you need to move on. Where did you stop? It seems I had to get to the second section at Memority. There was a lock. A combination one. The officer on duty in that section was some kind of a religious bigot. He frequented the church opposite Memority. Okay. I need to get there. Maybe I'll find a way to open the lock. There is no time to waste. Das heißt, ich muss jetzt nochmal da oben. Da war eine Sperre. Keine Ahnung. Wir sehen es in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Firefox.